Servus, in diesem Video baue ich eine Zero Clearance Einlage, also auf Deutsch Nullspalteinlage. Was ist das? Wofür ist es da und wie wird es gemacht? Also bei der Zero Clearance Einlage geht es um die Tischkreissägen und auch bei den Kappsägen. Es geht um diese Einlage hier. Und Zero Clearance oder auf Deutsch Nullspalteinlage heißt eben, dass zwischen dem Sägeblatt und der Einlage gar kein Spalt mehr da ist. Aber wozu das Ganze? Ja, diese Nullspalteinlage sorgt eben dafür, dass ich Ausrisse an meinem Holz, an meinem Werkstück vermeide. Ich habe es mal versucht jetzt hier so anzuzeichnen. Das hier, diese zwei sind eben ist die Einlage, also die beiden Seiten, und das ist der Spalt der Einlage. Wenn dieser Spalt eben so wie bei normalen Einlagen ein bisschen weiter weg ist, passiert hier am Werkstück eben Folgendes: diese Fasern werden so ausgerissen. Nein, doch. Wenn ich jetzt aber eine Einlage habe, die bis hier vorne geht, dann drückt das eben gegen das Holz und die Ausrisse bleiben uns erspart. Man kann sich es auch als so eine Art Splitterschutz, so wie bei der Stichsäge, vorstellen. Genug geredet, fangen wir gleich an. Also ich nehme mir dazu 6 mm Buche Sperrholz. Ihr könnt auch Multiplex nehmen oder Hartfaserplatten, ist euch überlassen. Ich habe eben 6 mm bei meiner Einhell Tischkreissäge. Welche Stärke ihr braucht, müsst ihr natürlich an eurer Maschine dann kontrollieren. Nehmt einfach die Einlage raus und misst die Stärke. Also meine Einlage habe ich jetzt ausgebaut, die hat eben 6 mm, das passt super. Das lege ich mir jetzt an die Kante und zeichne mir die Umrisse an. So, und das werden wir jetzt einfach aussägen. Die mittlere, den Spalt, den zeichnet ihr euch nicht an, weil den Spalt macht man einfach an der Tischkreissäge dann, wenn es bereits einliegt. Hier an den Kanten haben wir ja noch die Verrundung, die zeichne ich mir jetzt auch noch an und werde das dann abschleifen. Jetzt schauen wir mal, ob es reinpasst. Ja, passt. Die Höhe muss noch ein wenig runter. Dazu werde ich jetzt einfach mit dem Hobel ein wenig Material herausnehmen. Gut, wir müssen jetzt so hobeln. Das geht aber quer gegen die Fasern, also quer zur Faser. Und damit diese nicht zu sehr ausreißen, tun wir das eben jetzt mit dem Messer anreißen. Wir schneiden die Fasern und dann, wenn wir dann mit dem Hobel drüber gehen, ja, kommt weniger Ausriss. Und jetzt einfach mit dem Hobel ein paar Mal durch, ja, so lange bis es eben passt. Sind eh nur vielleicht 1 mm, vielleicht weniger. So, und das gleiche Spiel jetzt nun auf der anderen Seite. Sechseinhalb Stunden später. So. Jetzt habe ich die Stellen nochmal mit dem Stemmeisen an die Kanten hier sauber ausgebessert. Ja, an manchen Stellen sauberer als an anderen Stellen.
Aber was soll's, das ist eh nur die Unterseite. Jetzt sieht man hier noch eine kleine Kleinigkeit. Kommt mal näher. Wie man hier vielleicht sieht, hat die Originaleinlage hier zwei Zähne, mit denen sie dann an der Tischplatte festsitzt. Und das werde ich jetzt mit einem dünnen Stück Restholz selber machen. Ich säge mir ungefähr 2 cm davon ab. Und das Stück werde ich jetzt halbieren und auf beiden Seiten hier ankleben. Und jetzt werden wir eben diese Plättchen hier vorne anleimen. So, der Leim ist schön getrocknet und jetzt werde ich mir hier das Loch für die Schraube und für die Griffmulde anzeichnen. Das lege ich mir jetzt eben so an. Dann zeichne ich mir hier und hier beide Striche ein. Und verbinde die beiden Striche und bekomme eben den Schnittpunkt. Die Griffmulde ist ein bisschen einfacher, das lege ich mir einfach hin und mache mir den Umkreis. Und die werden wir jetzt einfach mit dem Bohrer und mit dem Forstner Bohrer durchbohren. Also das ist bei mir eine M4 Schraube hier, darum eben 4 mm. So, jetzt schleife ich die Kanten und die Löcher hier gründlich nochmal nach, mit feiner Körnung, 240 ist es glaube ich, damit ich mich an den Kanten hier beim Ein- und Auswechseln nicht schneide. Gut, das wäre es eigentlich, jetzt kann man es schon einsetzen. Dazu drehen wir das jetzt einfach mal rauf und holen den Spaltkeil raus, weil wir wollen das Sägeblatt ganz versenken, die Platte einsetzen, einschalten und dann während das läuft raufdrehen, dass es eben beim Drehen diesen Spalt hier reinsägt. Und der Spaltkeil wäre da ja im Weg. Aber wie man sieht, ist das Ganze mit der Einlage gar nicht so schwer und gar nicht so viel Arbeit. Ganz versenken. So. Dann legt man die Platte rein. Wo ist die Schraube? Die Schraube ist dort. Mit dem Spalt. Mit der Einlage sind aber jetzt nur, damit es auch eine Nullspalteinlage bleibt, sind nur Schnitte in 90 Grad möglich. Weil wenn man es zum Beispiel in 45 Grad drehen würde, das Sägeblatt, dann würde das hier anschlagen. Und das sieht man auch bei der Einlage, bei der originalen Einlage,
dass die so eine Schräge im Spalt drin hat. Also falls ihr 45 Grad haben wollt, dann lieber eine zweite machen, wo man auch nur in 45 Grad reinsägt. So, und jetzt einschalten und langsam das Sägebrett hochdrehen. Da sehe ich jetzt, da hat es mir ein bisschen was rausgerissen. Schade. Aber im Grunde haben wir es jetzt. Und jetzt eben mit der Japansäge einfach hier am Schnitt entlang auf beiden Seiten heruntersägen. Und dann war es das. So, das restliche kleine Stück, was eben noch in der Mitte stehen geblieben ist, das mache ich einfach mit dem Beitel weg. Noch ein bisschen mit der Feile, damit es auch schön aussieht. Wenn wir es schon machen, dann soll es auch schön aussehen. Auch wenn es keinem auffallen würde, euch selbst würde es auffallen. Ihr würdet es wissen. Und jetzt schleife ich da noch mal kurz drüber, um eben diese feinen Ausrisse, die das Sägeblatt verursacht hat, um die eben wegzubekommen. Ja. Aber wie man sieht, sind eigentlich ganz simple Schritte, die jeder machen kann. Und am Ende hat man eben so ein Werkstück oder eine Bank oder was weiß ich, was für ein Projekt. Also fangt einfach an. Es ist wirklich nicht so schwer, wie es aussieht. Klar, wenn man jetzt das Endergebnis einfach sieht, kann man sich vielleicht denken, wie soll ich das denn schaffen? Aber es ist wirklich nicht so schwer. Man muss sich nur damit beschäftigen und eben ganz wichtig, anfangen. Aus ungelegten Eiern können keine Hühner schlüpfen. Ja, dieser kleine Ausriss hier, echt grausig. Das stört mich jetzt. Aber jo. Gut, jetzt setzen wir es ein und schauen uns das an. Das rein. Picobello. Sitzt. Lieber mal nachkontrollieren, ob das hier auch nicht anstößt. Passt. Gut. Und so einfach verbessert ihr einfach eure Tischkreissäge und damit auch eure Werkstücke. Denn mit dieser Einlage hier werden eben die Werkstücke bekommen am Ende keine Ausrisse. Also Qualitätssteigerung für eure Werkstücke und auch für eure Tischkreissäge. Was will man mehr? Wenn ihr dann weitere Vorrichtungen für die Tischkreissäge oder für die Oberfräse oder was weiß ich, für die Werkstatt allgemein brauchen könntet, ich werde die Playlist werde ich euch in der Infokarte verlinken. Da findet ihr verschiedene Vorrichtungen, wie zum Beispiel der Sanftanlauf für diese Tischkreissäge zum Beispiel, die ihr an eure auch übernehmen könnt. Ich habe zum Beispiel vor, den Parallelanschlag von der Tischkreissäge zu überarbeiten. Könnt ihr alles da finden. Und deshalb liken nicht vergessen, abonnieren und dranbleiben. Ciao!